Hey und willkommen zu diesem Video. Du planst den Jakobsweg zu laufen, hast aber noch keine Ahnung, auf welche Kosten du dich einstellen solltest. Das werde ich hier mit dir in diesem Video besprechen. Mein Name ist Heidi und ich bin den Camino Português da Costa gelaufen, von Porto nach Santiago. Im Folgenden werde ich dir Kosten aufschlüsseln zur An- und Abreise, zur Unterkunft und zu den Ausrüstungsgegenständen, die du brauchst. Und bleib bis ganz am Ende dran, da habe ich noch einen ganz exklusiven Tipp für dich. Fangen wir mit der An- und Abreise an. Der Jakobsweg beginnt ja an ganz verschiedenen Punkten. Ich bin den Camino Português da Costa gelaufen, von Porto nach Santiago. Du könntest aber auch in Lissabon starten. Oder wenn du jetzt eine ganz andere Jakobswegstrecke läufst, dann startest du vielleicht in Frankreich, in Saint-Jean-Pied-de-Port. Das wäre dann der Beginn zum Camino Francés. Wenn du dich noch für gar keine bestimmte Camino-Strecke entschieden hast, dann guck gerne hier oben. Ich bringe demnächst Videos über die beliebtesten Camino-Strecken heraus. Wenn sie schon erschienen sind, wenn du dieses Video anschaust, dann, wie gesagt, wirst du es oben in den Infokarten finden. Ja, und ich werde das jetzt so machen, dass ich dir immer allgemein die Kosten sage und dann die Kosten einblende, die ich auf meinem Camino hatte. Und jetzt gucken wir uns erstmal bei der An- und Abreise an, wie es ist, wenn du anreist. Also aus dem deutschsprachigen Raum, da wirst du wahrscheinlich ein Flugticket buchen, wenn du anreist. Du musst Kosten für Flüge oder vielleicht für einen Bahntransfer, Bus mit einkalkulieren. Ein einfacher Flug von Deutschland aus nach Spanien oder Frankreich kostet je nach Saison und Abflugort zwischen 100 und 400 Euro. Du musst also für Hin- und Rückflug dann das Doppelte tatsächlich rechnen. Das wären dann also zwischen 200 und 800 Euro circa für An- und Abreise. Falls du mit Handgepäck fliegst, dann denke dran, dass manche Fluglinien extra Kosten für Handgepäck bis 10 Kilo verlangen oder bis 8 Kilo. Da gibt es Unterschiede. Falls du Wanderstöcke mitnehmen möchtest, die können nicht ins Handgepäck wegen dieser Spitze vorne. Das heißt, dann entweder zu Hause lassen. Auf dem Küstenweg wirst du sie nicht brauchen, höchstwahrscheinlich. Da hatten die wenigsten Wanderstöcke dabei, auf anderen Wegen eher schon. Und, oder du gibst eben dein Gepäck ganz normal auf am Flughafen. Wenn du jetzt zum Flughafen hin oder vom Flughafen zur Unterkunft und auf dem Rückweg auch wieder von der Unterkunft zum Flughafen gebracht werden musst dich ja irgendwie hintransportieren, dann brauchst du oft noch einen Zug, brauchst ein Taxi oder brauchst einen Bus, um dahin zu gelangen. Also kalkuliere da auch mal nochmal so 20 bis 50 Euro ein. Wenn du so machen möchtest wie ich bin in Porto direkt vom Flughafen aus gestartet. Ich hatte mir dort in der Nähe ein Hostel gemietet und habe das gleich von dort aus den Weg bestritten und bin von dort aus losgelaufen. So, insgesamt solltest du also je nach Anreiseart, je nach Jahreszeit zwischen 200 und 900 Euro für deine An- und Abreise einplanen. Und jetzt zeige ich dir mal die Kosten, die ich hatte für An- und Abreise. Also für den Hinflug von München nach Porto hatte ich gezahlt 356 Euro. Für den Rückflug von Santiago de Compostela nach München waren es 358 Euro. Da war schon mein Handgepäck dabei. Also ich habe meinen Wanderrucksack als Handgepäck mit aufgegeben, ohne Stöcke. Dann habe ich noch 81 Euro für Bahntickets der Deutschen Bahn ausgegeben, macht insgesamt 795 Euro. Machen wir weiter mit der Unterkunft. Deine Kosten, die du da haben willst, das hängt sehr stark davon ab, auch wie luxuriös du reisen möchtest, ob du gerne mit anderen Leuten im Schlafsaal übernachten möchtest oder ob du sagst, nee, ist so gar nicht meins. Also ich kann jetzt für Portugal und Spanien sprechen, da gibt es wirklich so alle Möglichkeiten. Den Weg, den ich gelaufen bin, eben den Küstenweg, da kannst du frei wählen, weil das eben auch touristisch sehr erschlossene Landschaften oder Gegenden sind. So, also da solltest du schauen. Wenn du einigermaßen sparsam unterwegs bist, kannst du ja folgende Ausgaben einstellen. Also es gibt natürlich die Pilgerherbergen vor Ort, die sogenannten Albergues. Da zahlst du im Schnitt zwischen 5 und 15 Euro pro Nacht. Und da ist es auch oft so, vielleicht kostet es gar nichts, aber du darfst dann eine Spende abgeben in den Spendentopf oder so. Das ist relativ günstig. In den Pilgerherbergen kannst du aber oft nicht vorreservieren. Ja, das heißt, du kommst dahin und musst dann eben schauen, ist da noch ein Platz frei.
Natürlich gibt es auch viele andere Unterkünfte, private Unterkünfte, Hostels. Ich bin sehr viel in Hostels abgestiegen, Hotels, die dann etwas mehr kosten. Da zahlst du dann eher im Schnitt zwischen 15 und 50 Euro pro Nacht, jetzt für ein Einzelzimmer gerechnet. Übrigens, wie du deine Unterkunft am besten findest und buchen kannst, dazu habe ich ein eigenes Video gemacht. Guck da gerne oben in der Infokarte. Und vielleicht inspiriert dich das ja ein bisschen, deine Unterkunft auch so zu buchen auf dem Weg. Jetzt zeige ich dir noch meine Kosten, die ich hatte. Also ich habe 12 Mal im Hostel übernachtet. Im Schnitt zwischen 17 und 22 Euro pro Übernachtung. Es kommt aber ein bisschen darauf an, ist da Frühstück dann mit dabei gewesen oder nicht. Ich habe dafür insgesamt 251 Euro ausgegeben in den 2 Wochen. Zweimal habe ich im Hotel in einem Einzelzimmer übernachtet, das waren dann 99 Euro insgesamt. Und ja, Frühstück ist kein Standard tatsächlich, kann man nicht damit rechnen oder ist auch nicht so wie bei uns in Deutschland. Frühstück kann auch sein, da gibt es einen Kaffee aus dem Automaten und abgepackten Muffin aus dem Supermarkt, kann auch ein Frühstück sein. Also gesamt für die Unterkunft in den 2 Wochen habe ich ausgegeben 350 Euro. Kommen wir nun zur Verpflegung und Sonstiges. Wie auch bei der Unterkunft hängt das sehr stark von deinem Reisestil ab. Also natürlich kannst du es ganz einfach machen und dich mit Dingen aus dem Supermarkt versorgen. Du kannst auch ständig irgendwo essen gehen. Da gibt es keine Grenzen und ja, kommt noch darauf an, wie du das einfach machen möchtest. Wenn du jetzt einigermaßen sparsam unterwegs sein möchtest, kannst du dich auf folgende Ausgaben einstellen. Essen und Trinken, also so ein typisches Pilgermenü in einem Restaurant, das besteht oft aus 3 Gängen auch, das kostet etwa 10 bis 15 Euro. Wir waren öfter abends auch essen oder auch mal in einer Tapas-Bar. Da, wenn es mehrere Leute sind, kommst du etwas günstiger weg. Wie gesagt, wenn du in Supermärkten einkaufst, kannst du dir dein Essen da auch selber besorgen und zubereiten. In vielen Albergues, Hostels gibt es auch Küchen, wo du das machen könntest. Und dann würdest du mit 5 bis 10 Euro am Tag auch auskommen. Insgesamt solltest du mit Verpflegungskosten von 10 bis 20 Euro pro Tag auf jeden Fall planen. Darunter wird es wohl kaum gehen. Sonstige Ausgaben, ja, ein bisschen Budget für andere Dinge wirst du brauchen. Also Snacks, Getränke, mal Wäsche waschen, da wirst du Münzen brauchen für eine Waschmaschine. Kleinere Einkäufe, Pflaster, Sonnencreme, solche Geschichten. Dafür sind weitere 5 bis 10 Euro pro Tag realistisch einzukalkulieren. Ja, einfach Sonnencreme und Pflaster sind dort unten sehr teuer, weil das viele eben benötigen. Zu den sonstigen Ausgaben würde ich auch den Pilgerpass dazu rechnen. Solltest du nicht vergessen, dir den zu besorgen. Den Pilgerpass brauchst du, um in den offiziellen Herbergen übernachten zu können. Da gibt es dann einen Stempel rein. Und am Ende, wenn du die Compostella, also das Zertifikat haben möchtest, eben, dass du die Pilgerreise gemacht hast bis zum Ende, dann brauchst du auch diesen Pilgerausweis. Der Pilgerpass kostet etwa 2 bis 5 Euro in der Anschaffung. Du kannst ihn dir im Internet schon in Deutschland bestellen. Du kannst ihn auch unten kaufen, in Kirchen oder an anderen Orten, an Informationszentren. Und ja, also kostet 2 bis 5 Euro. Für das Zertifikat in Santiago musst du dann nochmal ca. 5 Euro rechnen. Da gibt es noch eine kleine Gebühr, also Pilgerpass und Pilgerurkunde ca. 10 Euro. Übrigens, wo du den Pilgerpass herbekommst und wie du ihn richtig ausfüllst, dazu habe ich bereits ein Video gemacht. Schau gerne oben in die Infokarte. Wir kommen also auf Kosten für Essen, Verpflegung, Sonstiges von ca. 20 bis 40 Euro pro Tag. Abhängig davon, wie luxuriös du auf deinem Camino auch reisen möchtest. Natürlich nach oben geht es immer weiter. Und jetzt zeige ich dir mal meine Kosten, die ich hatte. Meine Verpflegungskosten für 14 Tage lagen bei 280 Euro. Das waren im Schnitt 20 Euro Essen pro Tag für Obst, Getränke, Kaffee, Snacks, Abendessen, Sonstiges, also Pilgerpass, Apotheke, Souvenirs, also auch die Jakobsmuschel zum Beispiel. Dafür habe ich 40 Euro insgesamt ausgegeben. Zug- und Bustickets in Portugal und in Spanien 10 Euro. Ich habe eine Pilgerbootsfahrt gemacht, die hat 25 Euro gekostet. Ich kam also insgesamt auf 355 Euro für Verpflegung und Sonstiges.
Kommen wir jetzt zu Ausrüstung und Materialien. Also viele Dinge hast du vielleicht schon zu Hause und bei so einer Reise ist besonders wichtig, sich da gut vorzubereiten. Deswegen guckst du auch dieses Video. Es gibt ein paar essentielle Dinge, die du vielleicht neu anschaffen musst. Und zwar wäre das in allererster Linie mal ein Rucksack. Ich habe mir da einen guten Wanderrucksack besorgt. 30 bis 40 Liter wirst du brauchen. Und an der Stelle würde ich auch nicht sparen, weil du hast den ja den ganzen Tag auf dem Rücken, hast da deine Habseligkeiten drin, also ist schon wichtig. Kostenpunkt etwa 100 bis 150 Euro, je nach Marke und Qualität. Dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, einen eigenen Schlafsack mitzunehmen. In den Herbergen brauchst du oft sogar einen eigenen Schlafsack. Und vor allem, wenn du in den billigeren Alberges übernachten möchtest, gibt es manchmal gar kein Bettzeug. Selbst wenn es bezogene Betten sind, dann fühlst du dich vielleicht doch wohler, wenn du in deinem eigenen Schlafsack bist. Also so ist mir zumindest gegangen. Je nach Saison reicht da ein leichter Sommerschlafsack. Ich hatte mir den gekauft für, ich glaube damals 80 oder 90 Euro. Also nicht diese Seidenschlafsäcke, das wäre dann noch zu dünn gewesen. Einfach ein leichter Sommerschlafsack. Rechne da mal zwischen 40 und 80 Euro für die Anschaffung. Dann Schuhe, natürlich, du läufst den ganzen Tag. Also Trekking-Schuhe, Wanderschuhe, Trailrunner-Schuhe, je nachdem, wo du unterwegs bist. Das ist Gold wert. Ich würde dir empfehlen, die auf jeden Fall gut einzulaufen vorher. Spare auf gar keinen Fall. Und gute Schuhe kosten einfach zwischen 100 und 250 Euro. Geh da am besten in einen Laden mit guter Beratung, damit du da keinen Fehlkauf tätigst. Das wäre dann schade drum. Also 100 bis 250 Euro für gute Schuhe. Dann Kleidung und Zubehör. Du brauchst auf jeden Fall funktionelle Kleidung, die atmungsaktiv und leicht ist. Ich hatte beispielsweise meine Oberteile aus Merino-Wolle. Das war wirklich super, weil die einerseits warm sind, aber auch atmungsaktiv und ich nicht zu sehr geschwitzt habe. Du brauchst Wandersocken, mindestens 2 Paar. Ich würde in Zukunft sogar 3 Paar mitnehmen, damit ich öfter wechseln kann. Regenkleidung, Hut gegen die Sonne und auch beim Regen praktisch. All das sind wichtige Anschaffungen. Und du solltest für Kleidung und auch für kleinere Ausrüstungsgegenstände wie etwa ein Erste-Hilfe-Täschchen nochmal so 100 bis 200 Euro auf jeden Fall einkalkulieren. Ja, und zu guter Letzt vielleicht noch die Wanderstöcke. Kommt darauf an, ob du mit Wanderstöcken reisen möchtest, laufen möchtest. Ich hatte keine dabei und war auch sehr froh, dass ich keine dabei hatte. Auf dem Küstenweg sieht man ganz oft Wanderstöcke dann, die abgegeben wurden in Alberges oder in Hostels, weil die Besitzerinnen eben gesagt haben, nee, brauche ich hier gar nicht, ist ein unnötiger Ballast. Blöderweise, weiß man es halt nicht genau. Das heißt, wenn du hinreist und dich darauf verlässt, du findest irgendwo welche, vielleicht findest du dann keine. Wenn du mit Stöcken reisen möchtest, musst du nochmal so 40, 50 Euro ungefähr für Trekkingstöcke einkalkulieren. Wie gesagt, auf bestimmten Stöcken brauchst du vielleicht auch gar keine oder je nachdem, wie du von der körperlichen Konstitution her bist, dann kannst du auch darauf verzichten. Die Entscheidung überlasse ich dir. Also je nachdem, wie viel Wert du auf hohe Qualität legst bei der Ausrüstung, liegen die Kosten dafür bei 300 bis 750 Euro ungefähr. Kommt auch darauf an, was du schon zu Hause hast. Kommt auch darauf an, welchen Camino du läufst und zu welcher Jahreszeit. Das Gute ist ja, die Sachen, die du dann mal hast, die musst du in Zukunft nicht nochmal anschaffen. Also die Anschaffung ist erstmal einmalig und hält dann auch für eine Zeit lang. Und wenn du da wirklich auf gute Qualität achtest, dann haben die Sachen auch eine gute Haltbarkeitsdauer. Und jetzt zeige ich dir noch die Kosten, die ich hatte. Meine Kosten für Ausrüstung und Materialien, also mein Schlafsack, ich habe den im Sonderangebot gekauft, 70 Euro hat er gekostet. Meine Trekking-Schuhe 160 Euro, Regenjacke, Regenhose, Hut 80 Euro zusammen. Sonstige Funktionskleidung 140 Euro, Wandersocken pro Paar 20 Euro, Erste-Hilfe-Set und Blasenpflaster 30 Euro, macht insgesamt 500 Euro Kosten für Ausrüstung und Materialien. Jetzt lass uns das Ganze mal nochmal zusammenfassen, wenn wir die Kosten uns anschauen für An- und Abreise, Unterkunft, Verpflegung und Sonstiges und die Ausrüstung, dann kommst du auf folgende Beträge. Ich zeige dir jetzt mal nochmal meine Kostenübersicht, meine Gesamtkosten, also An- und Abreise 795 Euro,
Unterkunft 350 Euro, Verpflegung und sonstiges 355 Euro, Ausrüstung und Materialien 500 Euro, machte bei mir Gesamtkosten von 2000 Euro. Natürlich kannst du diese Kosten nach oben und nach unten anpassen, je nachdem, wie gesagt, was du schon hast, wie du unterwegs sein möchtest, was du brauchst. Ich glaube, das ist so ein ganz guter Wert, mit dem man kalkulieren kann. Und ja, jetzt wie versprochen, zum Ende des Videos noch ein exklusiver Tipp von mir für die Vorbereitung. Teile dir die Kosten so ein, dass du nicht alles auf einmal bezahlen musst. Also wenn du bereits jetzt weißt, dass du dich in 6 oder 12 Monaten auf den Weg machen wirst, dann kauf dir die Ausrüstung nach und nach, weil so verteilt sich nämlich diese ganze Summe auch auf mehrere Monate. Ich habe beispielsweise 5 Monate vorher mit meinen Anschaffungen begonnen. Als erstes habe ich den Flug gebucht und dann so peu à peu mir die Sachen noch gekauft, die ich brauchte, mich informiert. Gleichzeitig könntest du dir auch jeden Monat so einen kleinen Betrag auf ein Sparkonto legen oder irgendwie zur Seite legen, dass du da schon ein bisschen was über hast. Und ja, das Tolle daran ist einfach die Vorfreude auf den Camino, die gehört dann wirklich so zur Reise auch dazu. Also es geht dann nicht nur um den Camino selbst, sondern auch um die Vorbereitungszeit und es macht unheimlich Spaß, sich mit dem Thema vorher schon zu beschäftigen. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe mir den Pilgerpass auch schon ein paar Monate vorher besorgt und den bei mir im Esszimmer aufgestellt und bin da öfter am Tag vorbeigelaufen und habe dann immer gedacht, wie schön, bald geht's los. Und es macht dann wirklich auch Spaß, nach und nach sich die Sachen zu kaufen, zu überlegen, wie packe ich eigentlich, wie mache ich das Ganze. Übrigens habe ich auch ein Video zur Packliste gemacht, beziehungsweise welche Sachen brauchst du, wie kriege ich den in den Rucksack rein, und dann bist du da auch gut gewappnet für deine Reise. Ja, der Jakobsweg ist eine unglaubliche Erfahrung, die natürlich viel mehr wert ist als das Geld, das der Camino dann kostet. Und ich hoffe, dieses Video hat dir ein bisschen dabei geholfen, deine eigenen Ausgaben besser einzuschätzen. Schenk mir gerne ein Like und ein Abo und schau auch gerne die anderen Videos auf meinem Kanal, die sich um den Jakobsweg drehen. Und ja, jetzt wünsche ich dir eine tolle Reisevorbereitung und Buen Camino.